Ein Hühnerleben ist begrenzt, gerade wenn ihr Fleisch vermarktet werden soll. Aber Hühner schlachten und dabei noch gut fürs Tierwohl, geht das? Wir wollen ja auch, wenn es um Schlachtung geht, Tierleid oder Schmerzen vermeiden. Nicht im Schlachthof, sondern im Geflügel-Schlachtmobil. Nur wenige Quadratmeter groß, ohne die stressige Anfahrt zum Schlachthof. Das mindert den Stress für die Tiere. Und das soll gut sein, so gut sogar, dass es dafür den Hessischen Tierschutzpreis gibt. Das, was wir wollen, dass Tiere wenig transportiert werden, vor allem wenn sie vorher ein gutes Leben im Mobilstall und auf der Wiese und überall hatten. Aber stimmt das? Kann Schlachten wirklich tierfreundlich sein? Das klären wir bei Hessenschau das Thema, euren exklusiven YouTube-News. Na ihr Kleinen, wie geht's euch heute? Alles fit? Alexander Kern ist 31 Jahre alt. Allein 600 Küken sind das hier auf seinem Biohof. Vor 6 Jahren hat er umgesattelt, ist im Mossautal in die Landwirtschaft eingestiegen. Volles Risiko gefahren, finanziell jedenfalls. So, jetzt gibt's frisches Futter. Der gelernte Landwirtschaftsmeister hat einen persönlichen Bezug zu den Tieren. Wenn sie groß genug sind, geht's ins Freilandgehege. Da kommt täglich frisches Stroh rein. Dann haben wir hier drüben die roten Nippel, das sind unsere Tränke. Da kriegen die Hähnchen ihr Wasser. Und hier in den silbernen Behältern ist dann das Futter. Und von morgens 8:30 bis abends zur Dunkelheit ist die Klappe auf, dass sie rein und raus können, wie sie wollen. Die Realität sieht nach der Idylle oft so aus. Massenschlachtung, davor stressiger Transport, oft stundenlang. Die fremde Umgebung im Schlachthof ein weiterer Stressfaktor. Unterm Strich führt es dazu, dass der Gehalt an Cortisol im Blut ansteigt. Cortisol gehört wie Adrenalin zu den Stresshormonen. Stress vermindert die Fleischqualität und verringert das Tierwohl. Tiere, die direkt auf dem Hof getötet werden, haben 20-mal weniger Cortisol im Blut. Das zeigen Studien. Seit 2 Jahren hat Alexander Kern deshalb das Schlachtmobil EU-zertifiziert und somit das einzige seiner Art in ganz Deutschland. Wir haben hier einmal die Elektrobetäubung. Da wird letztendlich eine Kopfdurchströmung von dem Geflügelkopf dann quasi schaltet das Wahrnehmung aus und betäubt das Tier, damit wir es dann hier kopfüber einhängen können und dann den Entbluteschnitt nach kontrollierter Betäubungseffektivität machen können. Dann bluten die Tiere hier aus, kommen danach in den 63 Grad heißen Brühkessel. Nach etwa 30 Sekunden geht es hier zum Rupfen und Federn, bevor es in die Direktvermarktung geht. Eine Schlachtung so tierwohlgerecht wie eben möglich. Das soll immer noch mit Ehrfurcht, mit Respekt vor dem Tier passieren und deswegen sind wir auf 1 bis 2 Schlachttage maximal pro Woche auch begrenzt. Am Mittwoch gab es für den 31-jährigen Jungunternehmer den Hessischen Tierschutzpreis für Tierwohl in der Landwirtschaft. Zur Begründung heißt es: Ein hohes Maß an Tierwohl, aber auch Praxisnähe, Übertragbarkeit und Vorbildcharakter für andere Betriebe sind Kriterien bei der Auszeichnung. Dem Betriebsinhaber Alexander Kern sind Regionalität und kurze Wege sehr wichtig. Verantwortungsvolle und handwerkliche Schlachtung haben hohe Priorität. Wie seht ihr die Begründung? Kann Töten wirklich zum Wohle des Tieres sein? Wie hier in der mobilen Schlachtanlage direkt auf dem Hof? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst ein Abo da. Die mobile Schlachtung als Weg zu mehr Tierwohl. Der ausgezeichnete Landwirt soll Vorbildcharakter haben. Ich gebe gerne Erfahrungen weiter. Das war jetzt auch ein 1,5 Jahre Weg bis zur endgültigen EU-Zulassung und da bin ich auch eher Open-Source-mäßig unterwegs, damit man auch dann weiterkommt. Und alles dafür, dass solche Massenschlachtungen immer weniger werden, alles zum Wohle der Tiere.